Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute befinden wir uns erstmal wieder auf dem Magier, auf Main, ja, denn dort haben wir nämlich Folgendes zu tun. Wir haben hier die Toilettenspülung zu spülen, ja. 20 Füllstand füllen uns noch und das ist das erste Mal, das allererste Mal, dass ich hier die Spülung betätige nach Aura 66. Ja, ich weiß, dass es hierbei bleiben wird bei Aura 66, aber eine 67. Aura, da würde ich mich auch drüber nicht beschweren. Aber ich weiß ja leider, dass das Limit da wäre, aber es wär auf jeden Fall cool. So, ne? Und ja, bevor ich hier einen Edelstein reinschmeiße, muss ich mal schauen, ob ich nicht noch irgendwie ein anderes Item ranbekomme hier. Da haben wir schon eins. Aber bevor wir da mal gucken, warte mal, was haben wir denn heute für eine Quest hier? Ein Epic müssen wir da reinwerfen. Das ist natürlich ja gut. Mache ich natürlich relativ ungerne, weil aus Punkt 1 verschwenden wir damit 30 Füllstand, weil ja ein Epic 50 wert ist und das hier ja nur 25 normales Item. So, das ist Punkt 1 und ja. Das ist eigentlich soweit, glaube ich, alles. Ich glaube, ich wollte den Helm noch behalten, aber mittlerweile finde ich, glaube ich, bessere Helme. Aber von daher, aber mir ist die Erfahrung, muss ich sagen, einfach zu wichtig, dass ich mir das nicht entgehen lassen würde. Und dafür haben wir auch noch einen Epic hier. Ne? Und deswegen, oder, nee, warte mal. Bevor wir das machen, wir haben ja noch hier die anderen Epics, die jetzt noch schlechter sind. Ja, dann nehmen wir erstmal das hier. So, dann haben wir das hier schon mal auf jeden Fall abgearbeitet. Alle Attribute, Gegenstand zerlegen, brauchen wir uns gar nicht weiter aufbewahren. So, und dann können wir das erstmal hier reinmachen. Und einen 5. Slot haben wir auch frei, denn ich habe nämlich hier auch noch die Schatzkammer noch eine Stufe weiter ausgebaut. Die ist jetzt auf Stufe 20, ja, und ist jetzt im Ausbau zur 21. Stufe. Das ist natürlich auch ganz nice und wir kriegen jetzt schon ordentlich Platz hier im Inventar. Das ist schon sehr, sehr cool. Hier die erste Spalte haben wir komplett ausgefüllt und ja, dann holen wir uns mal hier die Erfahrung ab und schauen mal gleich, was hier so in der Dings drin ist hier oder was da rauskommt, besser gesagt. Und wie es aussieht, das erste Mal spülen jetzt mit einer gemaxten Klo-Aura ist natürlich auch nice. Wir ziehen dran und wir bekommen eine Rüstung, ja, und die Aura verändert sich natürlich nicht mehr. Ja, schade, ne? Es bleibt jetzt hier bei Auras Stufe 66. Ja, mal gucken, was haben wir hier? Das ist natürlich, ja, ich meine, gut. Ich sag mal so, Qualität von Gegenständen ist ja hier drauf gerade als Rune. Das ist natürlich kein gutes PvP-Equipment. Was habe ich denn hier? Goldblut-Bonus würde ich dafür eintauschen. Ich hätte jetzt gedacht, gut, wenn du jetzt Erfahrungsbonus auf einer Rüstung hast, dann brauchst du ja dementsprechend erstmal das schon mal nicht mehr zu wechseln, weil dann hast du das ja schon dagegen eingetauscht. Allerdings, ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist worth, das Ganze hier zu sockeln und auszutauschen. Auch wenn hier Qualität von Gegenständen plus 2 drauf ist. Mein Magier wird sich darüber, denke ich mal, auch freuen. Deswegen fügen wir hier einen Sockel hinzu und Attribut-Upgrade, das Ganze plus 7, zack. So, dann haben wir das hier ja, auf die gleiche Stufe gebracht wie den Brustplattenpanzer und setzen da auch noch dementsprechend einen besseren Edelstein rein. Wir nehmen mal hier den besten Edelstein. So, dann werden wir das Ganze hier mal zum Marktpfad bringen. Der freut sich da auch drüber. Nice, sehr gut. Und das Teil werden wir morgen dann in die Toilette schmeißen und eventuell bekommen wir da noch ein gutes, ja, mal gucken, wer kann das denn gebrauchen? Kunigunde. Die kann das nicht gebrauchen. Ansonsten vielleicht er hier. Ja, er könnte das schon gebrauchen. Mal 6-mal verbessert. Was hat die Kunigunde hier? Ah, 2-mal verbessert, okay. Ja, gut. Ja, wäre trotzdem jetzt nicht so worth, wenn ich das für die also für einen Bertram würde sich das schon am meisten lohnen, denke ich mal. So, und natürlich, warte mal, wir müssen das natürlich auch noch verzaubern. Was hatten wir denn hier drauf gehabt auf der Rüstung?
um bei Abenteuern öfter Pilze zu finden. Na gut, die Verzauberung brauchen wir nicht. Das haben wir ja hier auf unseren Quest-Gear drauf, glaube ich. Ne? Ja, das haben wir da drauf. Deswegen ja, spare ich mir hier mal die 10 Millionen Gold und brauche ja das nicht zu verzaubern, ne? Weil, wie gesagt, ich bekomme ja sowieso das durch mein Quest-Equipment, die Verzauberung. Dann brauche ich das ja nicht doppelt verzaubern. Genau, dann lassen wir das so. Machen einen Arena-Kampf erstmal. Hier müsste ich auch mal wieder ein bisschen mal irgendwann was abholen. Aber ich bin da momentan gerade zu faul zu. So, sehr nice. Neues Equipment, direkt verloren. So gehört sich das. Gucken mal in die Dungeons rein. Mal gucken. Ah, okay. Ja, akzeptiere ich. Ja, gut. Da warten wir mal morgen ab. Bin ich gespannt, was da morgen für ein Item rauskommt. Dementsprechend wäre das eventuell schon wieder ein ganz gutes Upgrade für hoffentlich mal den Krieger. Der Krieger bei mir sowieso einer der schwächsten Charaktere, sag ich mal, von meinen Begleitern. Ja, und deswegen wäre das auch ganz nice, wenn wir da mal ja, ein kleines Upgrade auf ihn kriegen. So, haben hier am Glücksrad gedreht, auf Platz 13 momentan wieder. Ja, viel höher komme ich erstmal nicht, da lässt mich mein Gildenkollege hier momentan nicht großartig weiter. Ja, deswegen. Also, ich sag mal, gestern war ich irgendwas auf Platz... Ach, wo war ich denn da gewesen? Ich war irgendwas in den 20ern schon wieder, weil wir immer noch so nah alle zusammenhängen hier. Also es sind ein paar Kämpfe, die dann entscheiden. Über 5, 6 Plätze oder so irgendwie, ja. Ich meine, jetzt momentan wieder ein bisschen weiter Abstand zu den anderen, aber das werden die im Laufe des Tages auch noch wieder einholen. Ich gucke gerade mal, dann werde ich hier mal gleich mal meine Zeitmaschine abholen. Das lohnt sich jetzt nicht weiter, die großartig zu speichern und sind jetzt noch ein Stückchen weiter. Ja, das ist natürlich ganz cool. Und können das Ganze auch wieder hier erstmal in Ausdauer stecken. Ja, für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, ich mache meinen Magier jetzt ein Stück weit erstmal auf Ausdauer, weil ich habe hier jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 8305 Basispunkte auf Ausdauer und fast 40.000 Basispunkte auf Intelligenz. Ja, ich möchte zumindest die Ausdauer-Basispunkte auf 10.000 hochbringen und das dann auf 40.000 hier, ja, weil ich bin schon eine ganz schöne Glass Cannon, das muss man schon mal sagen. Ich hau zwar sehr viel Schaden raus, also kann sehr viel Schaden raushauen, aber ich stecke halt so gut wie gar nichts ein, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr auf Ausdauer würde vielleicht nicht schaden. Eventuell überlebt man den ein oder anderen Hit im Dungeon, zum Beispiel hier bei den Gegnern, die machen wohl nicht sehr viel Schaden, ja, also die hauen nicht so viel Schaden raus, heißt, der Magier könnte mit ein bisschen Glück noch einen Hit überleben. Ja, die hauen zwar nicht sehr viel Schaden raus, die Gegner im neuen Dungeon in der Schattenwelt, aber die haben dafür unglaublich viel Leben. Und ja, das gleicht das Ganze natürlich dann auch wieder so ein Stück weit aus. Jo, dann sind wir soweit durch auf dem Server und dann schauen wir nochmal kurz rüber zum Battle Mage, ja, was es da so für Neuigkeiten gibt. Stimmt, auf dem Battle Mage, ich hatte es geschafft, durch die Dungeon-Bremse zu kommen. Ja, jetzt sind wir hier bei der nächsten Dungeon-Bremse. Soweit ich weiß, sind das irgendwie 2 Bremsen hintereinander. Und wenn ich diese jetzt auch noch gelegt habe, dann steht mir im Prinzip erstmal nichts weiter im Weg. Dann könnte es sein, dass ich hier locker 50 bis 100 weitere Etagen schaffen sollte. Ja, also da bin ich mal gespannt. Erstmal, was da dran ist. Und wie weit ich denn wirklich kommen werde. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, denn ich hart stacke hier in den Dungeons auf den Battle Mage unglaublich. Ja, schon wirklich sehr, 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 sehr lange nichts mehr besiegt. Ja, aber was willst du machen? So ist der Battle Mage nun mal. Ganz schön zäh. Trotzdem, muss ich sagen, macht es mir immer noch sehr viel Spaß, den Battle Mage zu spielen und bereue es auch nicht, den als Zweitklasse hier zu haben. Ja. Hier holen wir uns noch die Runen ab, das ist natürlich auch ganz nice, ein paar Pilze holen wir uns hier auch noch morgen, das ist auch sehr cool. Jo, achso, Würfeln darf ich nicht vergessen, das ist ja auch, also, das vergesse ich immer, das neue Feature. Nehmen wir Gold mit. Ja, 3-mal Gold gewürfelt, okay, nehmen wir mit. Was haben wir hier?
Seelen kann ich hier auch gebrauchen auf dem Account. Ja, auf dem anderen kann ich es nicht gebrauchen, aber auf den kann ich es noch momentan gebrauchen. Ja, und hier holen wir uns auch mal die Zeitmaschine ab, denn es lohnt sich nicht weiter, die jetzt hier aufzusparen. Ich weiß gar nicht, ich vergesse das auch immer ab und zu mal. Dann häufen sich da immer die 20 Alu an, die man pro Tag hat. Ja, und deswegen. So, das können wir leider nicht in die Toilette schmeißen. Ah, mein Inventar hier auf dem Server, ne? Das ist auch... Ich weiß gar nicht, was ich hier drin habe für ein Equipment und alles, ey. Keine Ahnung. So, erstmal Quest-Equipment soweit anziehen. Was habe ich denn hier alles, ey? Ich habe hier so viele Sachen, ich weiß gar nicht... Stimmt, das ist durch... Ach ja, stimmt. Das ist durch die ganzen Sachen, dass ich keine Dings bekommen konnte hier. Na, keine Edelsteine. Aber jetzt habe ich ja Edelsteine, das heißt, ich könnte das eventuell ausrüsten, was ich hier alles habe. Aber ich habe jetzt keine Pilze. Oh nein, jetzt muss ich auch noch warten. Oh, das ist ja bitter. Jetzt habe ich die... Ich habe ja ganz lange Zeit keine Steine finden können hier auf dem Server, weil meine Edelsteinmine so lange ausgebaut hat. Also, wie gesagt, seit ein paar... Ja, wir können uns mal den Vergleich anschauen. Was habe ich hier für Steine gefunden? So 628er. Und was habe ich hier drin? 300er, 400er. Also, na gut, ich sag mal so im Schnitt 400er habe ich hier drin. Also 200 Stats mehr. Und wenn ich das hier alles ausgetauscht habe, mit diesen neuen Edelsteinen plus neue Items, dann lasst euch sagen, dann geht es hier aber richtig ab auf dem Battle Mage. Sowohl wahrscheinlich in der Ehrenhalle als auch in den Dungeons. Und ja, dann hatte ich ganz, ganz lange Zeit nicht die Möglichkeit gehabt, wegen der Edelsteinmine, weil die so lange ausgebaut hat. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt muss ich warten, bis die nächste Pilzaktion stattfindet, ja. Und deswegen kann ich jetzt hier momentan nicht meine Sachen sockeln, die ich gerne sockeln würde. Das Ding kann ich austauschen. Das Ding kann ich schon mal austauschen, ja. Das werde ich schon mal machen, weil das ist gesockelt. Ich finde zwar mittlerweile auch schon bessere Items. Hier plus 33 habe ich hier ein paar. Aber scheiß drauf. Das nehmen wir trotzdem hier mit rein. Kriegt einen neuen Edelstein. Zack. Und dann ist das nämlich gut erstmal. So verbessern wir das noch dreimal. Erstmal dreimal. Könnten das auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Ressourcen habe ich hier. Okay, könnte ich noch alles viel, viel mehr verbessern. Aber ich werde mich erstmal komplett neu ausrüsten und dann werde ich diese Items verbessern. Hier lohnt es sich nicht, die jetzt alle hochzuziehen noch, weil das sind alte Items, die ich hier trage. Deswegen, ja, werde ich hier nicht weiter die Sachen verbessern, außer die Items, die ich schon verbessern kann. Gut, dann mal gucken, was ist denn mit den Schuhen hier? Was ist denn mit den Schuhen? Das sind Stärke-Schuhe. Warte mal. Nee, das sind... Achso, das ist Stärke, aber das kann nur der Magier anziehen, genau. So war das hier auf dem Account. Ja gut, dann werfen wir das mal in die Toilette. So, was haben wir jetzt hier? Krieger, Berserker, Dämonen, Jäger. Gut, jetzt kann es quasi der Bertram anziehen. Und das, ihr müsst euch vorstellen, das sind alte Schuhe hier von meinem Main, ja. Jetzt kriegt mein Bertram die alten Schuhe, die trotzdem noch 59 besser sind. Also ich muss hier eigentlich einiges tun auf dem Server hier. Hier ist einiges outdated, sehe ich jetzt gerade, bemerke ich. Und ja, das kann ich aber halt erst machen, wenn ich mir das Pilzangebot geholt habe. Vorher werde ich hier nichts weiter machen auf dem Server, also, aber mir kribbelt es schon in den Fingern. Ich will unbedingt hier was machen. Das wird mal wieder Zeit. Ja, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal neue Schuhe. Ja, müssen wir nicht verzaubern, weil wir haben hier genau das gleiche Spiel wie vorhin. Ja, und deswegen gut. Plus 5% Lebensenergie ist auch nice. Ja, dann werden wir mal gucken. Hier wird sich einiges tun auf dem Server, wenn ich soweit bin. Ja, also zieht euch warm an. Und ja, dann bin ich gespannt, was wir hier noch so rausholen können. Bin ich mal sehr gespannt. Gut, das soll es soweit gewesen sein fürs heutige Video. Wir nehmen hier noch die Quest an auf dem Server. Und dann werde ich hier noch mein Event hier noch zu Ende zocken. Und ja, dann war es das soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.